Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um ein Bauteil, das die Langlebigkeit eures Motors verbessert, beziehungsweise was dabei hilft, die Verschmutzung in der Ansaugbrücke und in den Einlassventilen zu reduzieren. Es geht heute um eine Oil Catch Can, beziehungsweise auf Deutsch einen Ölabscheider. Was ist ein Ölabscheider überhaupt? Warum kann man den einsetzen oder warum sollte man den einsetzen? Früher war es so, oder beziehungsweise allgemein gesprochen ist es so, dass bei Fahrzeugen während der Verbrennung beziehungsweise nach der Verbrennung gewisse Öldämpfe entstehen können. Meistens im Bereich der Kurbelwelle. Und dann gibt es dort die sogenannte Kurbelwellenentlüftung. Früher war das so, dass man diese Gase, die bei der Verbrennung entstanden sind, einfach in die Umwelt entlassen hat. Das heißt, am Motor war irgendwo ein kleines Ventil und da war gegebenenfalls ein Luftfilter, so ein Papierluftfilter aufgesetzt und der hat dann diese Gase, diese ölhaltigen Gase und Dämpfe einfach in die Umwelt entlassen. Heutzutage ist es so, Umweltschutz und andere Regularien oder hauptsächlich der Umweltschutz eben schreibt vor oder der Gesetzgeber schreibt dann vor, dass diese Gase eben nicht mehr in die Umwelt gelangen dürfen. Was dazu geführt hat, dass man sogenannte Kurbelgehäuseentlüftungen umdesignt hat und diese ölhaltigen Gase dann aus der Kurbelwelle wieder in den Ansaugtrakt befördert hat. Sprich, da war dann meistens irgendwo ein kleines Stückchen Schlauch, was eben von der Kurbelgehäuseentlüftung in Richtung Luftfilter ging und dann wurden diese ölhaltigen Dämpfe zusammen mit der anderen Frischluft wieder angesaugt und in die Ansaugbrücke befördert und dort dann über die Einlassventile wieder der Verbrennung zugeführt. Früher war es von der Verbrennungsart auch so, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Also heute gibt es ja Direkteinspritzer und früher gab es, mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff nicht ein, die Einspritzvariante, dass eben in die Ansaugbrücke bzw. vor die Ventile gespritzt worden ist. Das heißt also bei eurer Verbrennung, ich mache mal ein Bild rein, wenn ihr die Einlassventile habt, dort kommt dann die Frischluft rein und dann wurde eben Frischluft und das Einlassventil öffnet, die Frischluft strömt rein und früher war es eben so, dass vor das Einlassventil dann der Kraftstoff gespritzt wurde. Dadurch war das Einlassventil auch immer mit so ein bisschen Kraftstoffnebel bedampft und wurde dadurch auch so ein bisschen gereinigt. Heute bei den moderneren Motoren, auch wieder der Effizienz und des Umweltschutzes und der Regularien geschuldet, gibt es die Direkteinspritzer, die machen natürlich mehr Leistung und sind auch viel präziser als diese Einspritzmethode innerhalb der Ansaugbrücke, beziehungsweise eben vor den Einlassventilen. Allerdings bedeutet das auch, dass dann die Einlassventile eben nicht mehr mit Kraftstoff benetzt werden und dadurch auch kein Reinigungseffekt mehr da ist. Jetzt haben wir ja aber, wie gesagt, diese ölhaltigen Dämpfe, die weiterhin der Ansaugung, also der Frischluftzufuhr beigemischt werden über diese Kurbelgehäuseentlüftung. Also wie gesagt, über so einen Schlauch, so einen Bypassschlauch vom Kurbelgehäuse hin zu eurem Ansaugtrakt, zu eurem Luftfilter. Meistens ist es sogar so, dass das dann hinter dem Luftfilter sitzt, wobei das auch so ein bisschen fahrzeugspezifisch ist. Also wie gesagt, die Dämpfe werden auf jeden Fall wieder der Ansaugluft zugemischt und finden dann natürlich ihren Weg auch in Richtung der Einlassventile. Jetzt ist da ja eine entsprechend hohe Temperatur vor dem Brennraum und auch im Brennraum verständlicherweise. Und diese hohe Temperatur zusammen mit diesen Öldämpfen sorgt dafür, dass bei diesen modernen Direkteinspritzern es dann zu sogenannten Verkokungen kommen kann. Da mache ich euch jetzt mal ein Bild oben rein, wie sowas im Extremfall aussieht. Beim Diesel gab es das, wie gesagt, schon häufig, weil Diesel ja eigentlich, soweit ich weiß, immer schon Direkteinspritzer waren. Wie gesagt, diese Verkokungen gibt es jetzt eben auch bei Benzinern, eben aufgrund dieser Direkteinspritz-Thematik. Und um das so ein bisschen zu reduzieren, denn wie gesagt, eine andere Möglichkeit während dem Betrieb das zu reinigen gibt es nicht wirklich. Also ihr müsst dann eben die Ansaugbrücke auseinanderbauen und die Ansaugbrücke reinigen und die Einlassventile reinigen und so weiter. Und um diese Öldämpfe zu reduzieren, sodass eben auch diese Verkokungen nicht so stark entstehen, gibt es solche Ölabscheider. So ein Ölabscheider ist nichts anderes wie nochmal ein Zwischenstück innerhalb dieses Kreislaufes. Das heißt, ihr habt also hier irgendwo eure Kurbelgehäuseentlüftung. Von da geht dieser Schlauch aktuell oder standardmäßig eben in Richtung
Ansaugbereich, also Frischluftansaugbereich. Und diesen Weg, den splittet ihr jetzt auf. Das heißt, ihr nehmt den Schlauch, der zu eurem Luftfilterkasten geht, und klemmt diesen Ölabscheider dazwischen. Das heißt also, wir haben hier, wenn man sich das jetzt mal vorstellen mag, hier kommt sozusagen die ölhaltige oder diese ölbedampfte Luft aus dem Motor. Die geht dann hier über die Einlassseite, die ist ja auch gekennzeichnet mit in diesen Ölabscheider hinein. Das wird dann so verbunden. Und auf der anderen Seite gibt es einen Auslass. Und dieser Auslass geht dann wieder in Richtung eures Ansaugsystems. Das bedeutet, diese ölhaltigen Dämpfe wandern hier herein, werden hier drinnen aufgefangen. Also erstmal werden sie hier drin auch gekühlt, damit sie eben aus diesem dampfhaltigen Zustand in einen flüssigen Zustand gelangen. Dann, wie gesagt, tropfen sie ab, sammeln sich hier unten im Behälter und die dann eben nicht komplett freien, also komplett rausfiltern, kann man das jetzt bei diesem Filter nicht. Es gibt sicherlich auch Filtersysteme, die das können. Dieser hat jetzt, wie gesagt, lediglich eine Kühlfunktion. Das heißt, da werden noch gewisse Reststoffe von Ölgasen in diesem Luftgemisch sein, aber eben deutlich reduziert. Und dieses reduzierte ölhaltige Luftgemisch geht dann über die Auslassseite wieder raus. Und hier verbindet ihr das dann wieder mit eurer Ansaugbrücke beziehungsweise eben mit eurem Luftfilterkasten oder was auch immer, wo eben diese Kurbelgehäuseentlüftung bei eurem Fahrzeug eingeflanscht ist. Bei meinem Fahrzeug, bei meinem M2 Competition ist es so, geht die Kurbelgehäuseentlüftung eben direkt in Richtung Ansaugtrakt, bedeutet in Richtung Luftfilterkasten, und wird dann dort eben in dieses Gemisch, in dieses Frischluftgemisch eingeschleust. Und wie gesagt, durch diesen Ölfilter, letzten Endes ist da eben so ein kleiner Kühlkörper drin. Ich kann das jetzt mal zeigen. Also das Ganze ist ein bisschen laut. Das Ganze ist ein Aluminiumteil. Und wie gesagt, der Aufbau ist jetzt so, dass hier auf der Einlassseite, wo diese ölhaltigen Dämpfe hereinkommen, da ist jetzt in dem Fall einfach nur ein Loch. Das heißt, die Dämpfe strömen hier herein, befinden sich dann im Inneren dieses Auffangbehälters. Und bevor die Dämpfe wieder in Richtung Frischluft gehen, sehen wir hier so einen zweistufigen Alublock mit eben Löchern. Das ist nichts anderes als ein Kühler. Das heißt, diese Dämpfe, wenn die hier vorbei strömen, werden die abgekühlt, und durch diese Abkühlung wird dieses ölhaltige Gas wieder zu Flüssigkeit gewandelt. Aufgrund der Temperatur entsteht hier eben ein Zustandswechsel, das heißt also vom gasförmigen Zustand hin zum flüssigen Zustand. Dann tropft dieses dann nun flüssige Öl eben hier über die Löcher nach unten ab, sammelt sich hier in unserem Auffangbehälter, den wir dann in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel wenn wir einen Luftfilterwechsel machen, eben auch entleeren können. Das ist so ganz grob, die Funktionsweise von so einem Ölabscheider. Wie gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Hier gibt es auch noch ausgeklügeltere Varianten, wo gewisse Schwallbleche auch dazwischen sind, oder vielleicht sogar gibt es auch Varianten, bei denen ein Papierfiltereinsatz drin ist. Die sind natürlich noch mal effizienter. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie viel ölhaltige Dämpfe da bei eurem Fahrzeug produziert werden. Für mein Fahrzeug ist es jetzt so, habe ich mich für diese Variante entschieden, da die eben speziell von Berger Motorsport für den M2 Competition angeboten wird. Ich hatte früher auch schon andere Produkte von Berger Motorsport im Einsatz und war da eigentlich immer sehr zufrieden. Bedeutet, ich probiere das jetzt mit diesem Ölabscheider einmal aus und schaue mir dann an, wie viel Öl sammelt sich denn da nach, sage ich mal so 1000, 2000 Kilometern, und werde mich dann auch mal parallel ein bisschen erkundigen, ob es da vielleicht nicht auch Systeme gibt, eben wie zum Beispiel mit einem Papierfiltereinsatz oder mit mehr Filterfläche, um diese ölhaltigen Dämpfe noch besser zu filtern. Denn wie gesagt, bei so einem Direkteinspritzermotor ist es eben sehr unangenehm oder, sage ich mal, sehr schlecht für den Motor, weil die Einlassventile eben sonst nicht groß gereinigt werden können oder beziehungsweise halt nicht mit Sprit umspült sind. Bedeutet, wenn ihr dort solche ölhaltigen Dämpfe habt,
und aufgrund der hohen Temperaturen kommt es dann eben zu Verkorkungen und das sollte man vermeiden, denn letzten Endes geht es auf die Leistung. Irgendwann ist es auch so, dass der Motorlauf dann gestört ist, weil eben Verwirbelungen entstehen oder vielleicht weniger Luft durchströmen kann, wenn es da starke Verkorkungen sind. Wie gesagt, ich mache nochmal ein Bild rein, wie schlimm sowas werden kann. Deswegen ist sowas auch auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr das recht früh macht. Also bei einem Fahrzeug mit wenig Kilometern ist es immer besser, sowas einzusetzen, als beim Fahrzeug, was schon viele Kilometer hat. Natürlich ist der Einsatz, egal wann ihr es macht, immer besser, als es nicht einzusetzen. Aber es ist natürlich am effektivsten, wenn man möglichst früh verhindert, diese Ablagerungen überhaupt entstehen zu lassen. So, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt, wie gesagt, zu der Funktionsweise von so einem Ölabscheider. Hier oben sehen wir jetzt, ist noch so ein Halter mit angebracht. Dieser Halter ist dafür gedacht, weil das eben ein Teil ist, was speziell jetzt für den M2 Competition konzipiert ist. Bedeutet, dieser Punkt hier wird an der Front des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite vorne am Schlossträger oder in der Nähe des Schlossträgers wird dieser Halter angebracht und dieser Ölabscheider sitzt dann unterhalb der Domstrebe, wie gesagt auf der Beifahrerseite vorne und wird da eben direkt in das bestehende System eingebunden. Das heißt, der Schlauch, der aktuell von der Kurbelgehäuseentlüftung in euren Ansaug, also in den Luftfilterkasten oder in die Verrohrung des Luftfilterkastens geht, wird eben direkt hier angeschlossen als Einlass und der Auslass geht dann eben von hier wieder in Richtung Luftfilterkastenverrohrung. Das heißt, es ist also wirklich, zumindest laut Anleitung, ein Plug-and-Play-System. Werden wir ja gleich sehen, wenn ich am Fahrzeug bin, ob das nachher wirklich so einfach funktioniert. Diese Schläuche haben jetzt hier keine Schlauchschellen mit dabei. Falls ihr euch fragt, warum das so ist, dort entstehen keine hohen Drücke. Bedeutet, da ist es eigentlich nicht notwendig, das Ganze mittels Schlauchsicherung oder irgendwas noch zusätzlich zu sichern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Ich werde das jetzt im ersten Schritt wahrscheinlich erstmal nicht tun. Ich gucke mir das dann natürlich im Detail an, wenn ich das am Fahrzeug verbaue, ob da ich ein gutes Gefühl habe bei der Festigkeit der Schläuche. Aber wenn ich mir jetzt diesen Schlauch hier anschaue, dann ist es eben so, der sitzt wirklich schön fest eben auf diesem Anschluss. Das heißt, der wird sich, weil da ja kein Druck entsteht, auf gar keinen Fall während des Betriebs lösen. Wie das mit dem Originalschlauch ist, das muss ich mal gucken. Der ist ein bisschen, nicht ganz so steif, auch nicht ganz so dickwandig. Das heißt, das muss ich mir dann einfach anschauen bei der Montage, wie gut der sitzt und ob ich da eben noch zusätzlich vielleicht eine kleine Schlauchschelle anbringe oder nicht. Dann, wie gesagt, diesen Ölbehälter, den sollte man dann eben zusammen mit irgendwelchen Serviceintervallen, wie zum Beispiel der Reinigung oder des Wechsels eures Luftfilters, einfach kontrollieren. Und das Öl, was sich dann nachher hier unten gesammelt hat im Behälter, das kann man dann einfach mit zu seinem Altöl geben und eben beim nächsten Mal entsprechend fachgerecht entsorgen. Das soll es jetzt an der Stelle so als Vorabinformation mal gewesen sein. Ihr wisst jetzt so grob, warum nutzt man sowas oder warum setzt man sowas ein, wie ist die Funktionsweise, wo wird es am Fahrzeug verbaut. Und jetzt geht es eben auch an den Montageprozess. Das heißt, ich wechsle jetzt rüber zum Fahrzeug und zeige euch die einzelnen Schritte, wie ich hier diesen Ölabscheider bei meinem M2 Competition verbaue.
So, nun habt ihr gesehen, wie ich den Ölabscheider im Auto verbaut habe. Hier unten gibt es übrigens auch nochmal zur Information für euch eine kleine separate Ablassschraube. Das bedeutet, also wenn ihr für euch es leichter sein sollte, diese Ablassschraube zu lösen und da das Öl rauszulassen, könnt ihr das so machen. Ich, wie gesagt, werde es so lösen, dass ich einfach diesen gesamten Behälter aufschraube und es dann entleere. Aber ihr habt eben auch die Möglichkeit, wenn ihr nicht den gesamten Behälter abnehmen wollt, das Ganze dort unten über diese Ablassschraube zu machen. Bezüglich der Produkte, ich habe euch jetzt ein paar Links unten in die Videobeschreibung gesetzt zu universellen Ölabscheidern. Die gibt es auch deutlich günstiger als jetzt diese Variante. Diese Variante, wie gesagt, ist eben speziell für den M2 Competition, zusammen mit diesem Halter und eben auch von Burger Motorsports. Die haben immer, ja, das kostet dann einfach ein bisschen mehr, weil es eben der Name ist. Von der Funktionsweise müsst ihr euch aber keine Sorgen machen. Die Funktionsweise solcher Ölabscheider ist immer die gleiche. Das bedeutet, wenn ihr da jetzt etwas günstigeres haben wollt, ich mache euch natürlich auch den Link rein zum Burger Motorsport Shop, aber wenn euch das jetzt zu teuer ist oder ihr vielleicht sogar ein anderes Fahrzeug habt und einfach eine universelle Lösung sucht, dann, wie gesagt, könnt ihr da auf die anderen Links zurückgreifen, wo es eben günstigere Ölabscheider gibt. Das Einzige, was ich euch noch ans Herz legen würde, ist, bei verschiedenen günstigeren Modellen sind so eine Art Gartenschläuche mit dabei. Also das heißt, ja, Schläuche, die jetzt zumindest rein optisch nicht danach aussehen, dass sie dafür ausgelegt sind, im Dauerbetrieb mit solchen ölhaltigen Dämpfen zurechtzukommen. Denn so ein Schlauch muss eben gewisse Anforderungen erfüllen, damit er die Elastizität behält und nicht im Laufe der Zeit durch diese Dämpfe so stark geschädigt wird, dass er porös wird und spröde und bricht. Selbst diese Schläuche, ja, die höherwertiger sind, wenn da entsprechend viele Kilometer, also viele Tausende oder Hunderttausende Kilometer drauf sind, werden die irgendwann porös und spröde. Bei einem 325 Ti zum Beispiel hatte ich das Original-Kurbelgehäuseentlüftung, entsprechend hochwertiger Schlauch, aber trotzdem, das Fahrzeug hatte am Ende 250.000 Kilometer und die Schläuche, die sind einfach zerbröselt in der Hand. Ne? Also man hat die Schläuche angefasst und sie sind wirklich zerbröselt wie so Blätterteig. Das bedeutet also da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr Schläuche verwendet, die für diesen Einsatzzweck geeignet sind und auch dafür ausgelegt. Die kosten ein bisschen mehr, aber dafür habt ihr länger davon und die gehen euch während dem Betrieb nicht kaputt. Denn wenn euch so ein Schlauch kaputt geht, kriegt ihr einerseits Ärger mit der Polizei wegen Umweltschutz eben, ne? Auch wenn das wirklich komplett geringe Mengen sind bei den Fahrzeugen, aber dennoch, da ist man einfach sehr penibel geworden. Und das andere ist, wenn ihr setzt das ja innerhalb eurer Ansaugluft oder eures Ansaugluftkreislaufes ein. Und wenn ihr dann dort durch so einen porösen Schlauch zusätzlich Fremdluft zieht, beziehungsweise ein Loch sogar vielleicht habt in eurem Ansaugtrakt, dann kann das natürlich auch wieder fatale Auswirkungen auf euren Motorlauf und auf das Benzin-Luft-Gemisch haben. Das heißt, da, wie gesagt, auf jeden Fall darauf achten, dass ihr hochwertige Schläuche verwendet, dass euch sowas eben nicht passiert. Und wenn ihr das frisch eingebaut habt, vielleicht nach ein paar Wochen einfach nochmal kontrolliert, dass die ganzen Anschlüsse auch wirklich noch sitzen. Ne? Nicht, dass sich da dann was gelöst hat und wie gesagt dann Fremdluft oder Falschluft in euren Luftkreislauf gelangt und das dann negative Auswirkungen hat. Das soll es jetzt also gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch hilfreich. Ich hoffe, es war für euch was dabei und hoffentlich sehen wir uns auch beim nächsten Video. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.